Sag mal, wie kann deutsche Effizienz ein Ding sein, wenn man fürs Anmelden einer Adresse manchmal 3 Termine braucht? Ich meine, du willst doch nur sagen, hallo, ich wohne hier und zack, du rennst durch die halbe Stadt, oder? Ja, das kenne ich total. Du willst einfach nur zum Bürgeramt und dann fehlt ein Papier und dann noch eine Kopie. Aber witzig, der Zug am Morgen kam bei mir neulich auf die Minute, also pünktlich wie im Bilderbuch. Also, was ist denn jetzt Effizienz in Deutschland? Schnell, langsam, gründlich? Lass uns da mal ehrlich drüber reden. Ich glaube, viele haben da falsche Erwartungen. Willkommen, ihr Lieben, zu unserem kleinen Podcast. Heute geht's um deutsche Effizienz, also dieses Bild, das viele im Kopf haben. Wir erzählen ein paar Geschichten und geben einfache Tipps, damit der Alltag hier halt ein bisschen leichter wird. Hallo auch von mir, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen locker, also holt euch einen Kaffee und ja, wir sagen auch, was manchmal nervt, aber auch, was echt gut läuft. Erstmal kurz, Effizienz heißt für mich, man macht Dinge schnell und gut, ohne viel Zeit zu verlieren. In Deutschland hört man oft auch Gründlichkeit. Das heißt, man macht etwas sehr genau, man prüft alles, auch wenn es länger dauert. Genau, schnell ist nicht immer das Ziel hier, sondern korrekt. Bei einer Behörde, also einem Amt wie dem Bürgeramt, zählt oft die Gründlichkeit. Das gibt Sicherheit, aber ja, es fühlt sich manchmal langsam an. Ich hatte mal so einen Tag, ich wollte meine Adresse anmelden, also die Anmeldung machen. Ich war im falschen Gebäude, dann fehlte eine Kopie vom Mietvertrag, dann musste ich nochmal quer durch die Stadt. Oh Mann, das kenne ich. Bei mir war das Problem. Kein Terminimal, ich dachte. Ich kann einfach hingehen, aber nein, ohne Termin ging fast gar nichts. Ich musste dann einen Online-Termin machen und eine Woche warten. Tipp Nummer 1, ganz einfach, immer vorher auf die Website deiner Stadt schauen. Gibt es Online-Termine? Gibt es eine Liste mit Dokumenten? Und wenn du anrufen willst, ruf am besten früh an, so gegen 8 Uhr, da ist die Leitung oft noch frei. Und ja, manche Städte haben sogar eine App, die zeigt, wann es leer ist. Nimm am besten alle Papiere mit. Pass oder Ausweis, Mietvertrag, manchmal auch die Wohnungsgeberbestätigung, also ein Zettel vom Vermieter, dass du dort wohnst. Mach Kopien, einfach sicherheitshalber. Eine Mappe hilft total. Wenn du die Anmeldung dann machst, bekommst du oft eine Meldebescheinigung, also einen Nachweis, dass du offiziell dort wohnst. Dieses Papier brauchst du später für Bank, Handyvertrag und so weiter. Also gut aufheben. Und fair ist auch, wenn du alles dabei hast, geht es manchmal richtig fix. Ich war mal in 10 Minuten wieder draußen. Das fand ich dann schon, ja, effizient. Die Diskussion ist halt heiß. Viele sagen, das System ist langsam und zu kompliziert. Andere sagen, es ist genau und schützt dich, weil alles dokumentiert ist. Ich denke, beides stimmt irgendwie. Kulturell gibt's auch so Missverständnisse. Viele erwarten Smalltalk wie in anderen Ländern, aber hier ist Smalltalk eher kurz und sachlich. Ich habe einmal jemanden spontan auf Kaffee eingeladen und die Person war voll überrascht. Warte, echt? Das hatte ich auch. Ich meinte so locker, kommst du mit raus, Kaffee? Und die Person meinte nur, warum? Wir können doch hier reden. Ich war erst beleidigt, aber na ja, das war einfach anders gemeint. Genau, das ist nicht unfreundlich, das ist einfach direkt und klar. Besser ist oft eine strukturierte Einladung, hey, Samstag um 10 Uhr joggen im Park oder Kino am Freitag um 19:30 Uhr. So ein Plan hilft total, spontan geht auch, aber es klappt seltener. Ich finde Vereine super, also Gruppen für Sport, Musik oder Hobbys. Da trifft man Leute regelmäßig und Freundschaften kommen dann nach und nach. Ein Stammtisch, also ein fester Treff einmal pro Woche, hilft auch. Da ist es einfacher, ins Gespräch zu kommen. Fit, sprech zu kommen. Da ist vor die Pferdzäunen. Die Vicha, hier ham, ist der Habt, ist, weiß der trifft, ist der Hopst. Kann. Und Achtung beim Duzen und Siezen. In Deutschland sagt man zu Fremden oft sie, das ist höflich und normal. Warte, bis jemand sagt, wir können uns duzen, dann ist alles locker. Wenn du jemanden ansprichst, sag erstmal Guten Tag oder Hallo und dann eine klare Frage. Zum Beispiel Entschuldigung, wo ist der Wartebereich für Termine? Oder ist das der richtige Schalter für die Anmeldung? Keine Sorge, das klingt nicht steif. Noch ein großes Thema ist Bewerben für Jobs. Viele denken, ich kann gut sprechen, das reicht. Aber in einem Interview brauchst du oft Fachwörter, also Wörter aus deiner Branche, deinem Bereich. Das ist wichtig. Und die Unterlagen sind hier sehr wichtig. Eine Bewerbung hat ein Anschreiben, also einen kurzen Brief, warum du gut passt, und einen Lebenslauf mit deinen Stationen. Oft wollen sie auch Zeugnisse, also Dokumente von Schule und früheren Jobs. Das wird viel, aber mit einer Vorlage geht es. Üben hilft wirklich.
Schreib dir Sätze auf wie „Ich habe Erfahrung mit" oder „In meinem letzten Projekt habe ich". Und wenn du ein Wort nicht kennst, sag einfach „Entschuldigung, das Wort kenne ich nicht. Können Sie das anders erklären?" Das ist kein Problem. Und bei Terminen, auch bei Interviews, sei lieber 5 bis 10 Minuten früher da. Das zeigt Respekt und Ruhe. Pünktlichkeit ist hier wirklich ein großes Ding. Zur Effizienz im Alltag: Züge sind mal pünktlich, mal nicht, ja. Pakete kommen oft schnell, aber manchmal landet etwas in einer Filiale und du holst es ab. Ich finde das Pfandsystem ziemlich gut, also Flaschen zurückgeben und Geld wiederbekommen. Das ist einfach und fühlt sich effizient an. Mülltrennung ist auch typisch deutsch. Es gibt oft Papier, Bio, Rest und manchmal gelber Sack für Plastik. Am Anfang ist das kompliziert, aber die Abholung kommt dann sehr genau nach Plan, zum Beispiel jeden zweiten Donnerstag. Wenn man es einmal kapiert, läuft es echt rund. Bei Ärzten lohnt sich ein Anruf früh am Morgen, so gegen 8 Uhr. Da kriegt man eher einen Termin oder man bucht online. Wartezeiten gibt es, klar, aber mit Termin geht es besser. Und nimm immer deine Gesundheitskarte mit, das ist die Krankenkassenkarte. Beim Thema Steuern sagen viele, es ist aufgeteilt und kompliziert. Stimmt irgendwie, es gibt viele Formulare. Wenn es zu viel ist, hilft ein Steuerberater, also eine Person, die sich um deine Steuer kümmert. Oder du nutzt eine einfache App, die dich Schritt für Schritt führt. Kleiner Orga-Tipp: Mach dir eine Checkliste für Termine. Pass, Meldebescheinigung, Mietvertrag, Terminbestätigung und ein paar Kopien. Ich habe immer einen kleinen Umschlag dabei, da fühlt man sich direkt sicherer. Und ein paar Sätze für den Schalter sind Gold wert. Zum Beispiel, ich habe einen Termin um 8:30 oder können Sie mir bitte sagen, welche Unterlagen fehlen? So zeigst du, dass du kooperativ bist und das mögen die Leute. Technik hilft auch. In meiner Stadt zeigt die App, wann das Bürgeramt leer ist, und die DB-App hilft bei Zügen und Störungen. Ich gehe nicht mehr zur Hauptzeit, sondern lieber vormittags. Das spart Nerven. Und noch was? Manchmal geht digital nicht, dann kommt ein Brief auf Papier. Nicht ärgern, das ist normal. Unterschrift runter, also dein Name handschriftlich und abschicken. Das wird alt, aber es ist offiziell und sicher. Also Mythos oder Wahrheit. Ich sag, es ist gemischt. Manche Dinge sind super klar und pünktlich, andere dauern, weil sie gründlich sind. Wenn man das weiß, entspannt man sich schneller. Ja, und Humor hilft. Wenn ich ins Amt gehe, nehme ich Wasser und einen Snack mit, einfach zur Sicherheit. Dann ist die Wartezeit halb so wild und am Ende freut man sich, wenn alles klappt. Mein chaotischer Anmeldungstag war am Ende fast lustig. Ich habe 4-mal die Bahn gewechselt und dann noch eine Nummer gezogen. Danach hatte ich endlich meine Meldebescheinigung und habe mir zur Belohnung einen großen Kaffee geholt. Naja, gelernt habe ich viel. Und meine Kaffee-Einladungsgeschichte? Erst peinlich, klar, aber später habe ich gesagt, hey, willst du am Dienstag um 19 Uhr in den Sprachstammtisch kommen? Das war konkret. Und die Person kam sogar und jetzt sind wir echt gut befreundet. Viele finden die Kultur hier manchmal kühl. Andere mögen die klare Distanz, weil man weiß, woran man ist. Ich find's gut, wenn es einen Plan gibt, dann fühle ich mich sicher. Und danach kann man immer noch spontan sein. Im Job merke ich oft echte Effizienz. Meetings starten pünktlich. Es gibt einen Plan für das Treffen und jemand macht ein Protokoll, also eine Notiz, was beschlossen wurde. Das spart später Diskussionen. Da sage ich, läuft. An der Uni war es bei mir gemischt. E-Mails dauerten manchmal, aber die Bibliothek war mega organisiert. Jedes Buch hatte seinen Platz und Abholzeiten waren klar. Das hat mir sehr geholfen. Beim Führerscheinamt gilt auch wieder Checkliste, Termin, Geduld. Es gibt oft eine Gebühr, also Geld, das man fürs Dokument zahlt, wenn man das einplant, ist der Stress gleich geringer. Und wenn du ein Papier abgibst, frag ruhig nach einem Stempel auf eine Kopie. Ein Stempel ist so ein offizieller Abdruck. Dann hast du einen Beleg, dass du es abgegeben hast. Das gibt dir Ruhe. Also zusammengefasst, deutsche Effizienz ist oft Gründlichkeit plus Plan. Wenn du die Spielregeln kennst, geht vieles einfacher. Und wenn mal was schief geht, bleib freundlich und frag nach Hilfe, das öffnet Türen. Wenn euch das geholfen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine Tipps mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.